Anfangs, wo ich noch im Tunnel auch stand, war es auch schon ein paar Tränen in den Augen gehabt auf jeden Fall. Going in, looking for the ball. Oh, what a mistake, and it's going to be a goal! Ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich gut erinnern. Das war Prospects Cup, ich weiß gar nicht wann, das war 2017, mit der U12 damals gegen AS Rom. Tor gemacht, ne? Ja, war cool. Sind zwar ausgeschieden in der Vorrunde schon, aber war, ich glaube, das eine von 2 Toren, was wir da geschossen haben. 7 Jahre später Bundesliga-Debüt. Ja. Hättest du das damals träumen lassen? Nee, also geträumt habe ich auf jeden Fall. Aber dass es dann wirklich Realität wird, das ist dann natürlich was anderes, weil man natürlich auch weiß, wie wenig da durchkommen. Nimm uns doch mal mit in deine ersten 92 Bundesliga-Minuten. Wie war das für dich? Anfangs, wo ich noch im Tunnel auch stand, war es auch schon ein paar Tränen in den Augen gehabt auf jeden Fall. Auch als Nobby dann auch die Ansage da gemacht hat, die ich auch gehört habe auf jeden Fall. Fand ich sehr emotional dann gewesen in dem Moment. Dann die ersten 5 Minuten noch sehr angespannt und nervös gewesen. Dann rutsche ich auch aus. Ich glaube, also fall hin im Laufen und ich glaube danach ging dann die Anspannung weg und die Freude kam immer mehr und es wurde immer besser und besser. Wann hast du eigentlich erfahren, dass du spielst und was hat dann Edin dir mit auf den Weg gegeben? Das war Freitag, meine ich. Und er meinte zu mir, dass ich jetzt dass er denkt, ich sei jetzt bereit und ich denke das auch, oder ich dachte das auch. Und er meinte, ich soll einfach so spielen wie immer im Training, soll mir keine Gedanken machen. Das hat mir aber das ganze Trainerteam gesagt, spiel so wie immer im Training, dann machst du das und das habe ich gemacht und ich denke, es war ganz gut. Und dann gleich deine erste Torvorlage. Ein Kollege hat mir geschrieben, Kjell legt auf für Marco Reus. Wie kitschig will dieses Spiel eigentlich sein? Ja, also es war schon ein Moment, glaube ich, den werde ich auch nie vergessen. Gerade dann Marco in seinem, weiß ich nicht wie vielten Spiel, der ja für den ganzen Verein auch einfach eine Ikone ist. Und ja, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Besonders für Kjell war es natürlich auch ein sehr, sehr besonderer Tag. Und er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sehr großes Lob dann noch von Marco bekommen. Schmeichelt mich sehr, würde ich sagen. Ja, freut mich natürlich sehr. Aber ich hoffe, da kommen noch mehr Spiele dazu. Stimmt es eigentlich, dass du mal mit Marco Reus als Einlaufkind eingelaufen bist? Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin mit Nuri eingelaufen, ich bin Marco eingelaufen, mit unzähligen Menschen, die auch wieder hier sind im Verein. Und das ist einfach eine richtig coole Geschichte, denke ich. Hast du das Marco mal erzählt? Ja, habe ich im Trainingslager. Er war sehr verblüfft, aber hat sich auch sehr gefreut, fand sehr cool. Wie bist du eigentlich zum BVB gekommen? Wie kam das? Erzähl mal. Die Geschichte ist dann auch relativ kitschig, wenn wir wieder dabei sind. Ich habe angefangen beim Gebelsberg FSV zu spielen und aber auch eher immer nur so zum Spaß, also wirklich komplett Spaß und also nie eigentlich wirklich auch mit dem Ziel, höher zu spielen. Klar träumt man davon, irgendwann mal es zu erreichen, aber da war das damals noch nicht so der Punkt. Und ich habe dann, weil Mama und Papa arbeiten mussten, haben sie mich in einem Feriencamp angemeldet, in der Fußballschule beim BVB. Und da spielt man dann ja, oder haben wir damals, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, haben wir da ab und zu gegen das NLZ gespielt. Ja, da bin ich dann ein wenig mehr aufgefallen, war dann auch beim Tag der Talente hier und wurde darüber dann, ich sag mal, gescoutet. Du bist ja normalerweise Kapitän unserer U19. Ja. Hast in dieser Saison schon 10 Tore und 10 Assists geliefert? Du spielst eine richtig starke Saison in der U19. Ja, das stimmt. Ja, das war irgendwie ab Winter wurde es dann immer besser, denke ich. Und es hat dann jetzt so eine Phase gegeben, wo ich viele Tore gemacht habe, viel Vorlagen gesammelt habe und ja, das ist natürlich sehr schön für mich und auch für die Mannschaft, weil wir haben jetzt ins Halbfinale eingezogen und so dem Team helfen zu können, ist natürlich sehr gut. Was sind denn deine Ziele in dieser Saison noch? Also ich würde gerne noch mal mit den Profis ein Spiel spielen. Ich würde gerne die Deutsche Meisterschaft mit der U19 noch gewinnen. Und
ja, einfach die Sachen, die ich verbessern kann, gerade so, wir haben auch schon viel darüber gesprochen mit den Co-Trainer mit Nuri und so enge Räume und sowas, also noch mehr zu verbessern, damit es auch besser wird im Spiel insgesamt. Für die Profis steht ja noch mindestens ein ganz wichtiges Spiel an, jetzt am Dienstag in Paris. Bist du dabei? Ich muss leider Abitur schreiben, aber es ist noch nicht ganz klar, ob ich dann vielleicht nachkomme oder nicht, aber das weiß ich noch nicht, das kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Enttäuscht? Ja, schon, auf jeden Fall. Das ist ein richtig gutes Spiel, auch wenn die Chancen da reinzukommen sehr gering sind, aber es ist schon richtig cool. Es ist schon richtig cool, gerade auch die Atmosphäre in den beiden letzten Spielen zu Hause in der Champions League waren absolute Weltklasse, sage ich mal, also von der Stimmung her. Und auch der Spielverlauf war ja ganz gut, beide Spiele. Deswegen schon enttäuscht auf jeden Fall.